Obwohl wir gut geschlafen haben, sind wir früh wach. Oder gerade deswegen. Das Motel 6 kann man empfehlen, nichts Weltbewegendes, aber saubere Zimmer und freundliches Personal. Und kostenfreier Kaffee an der Rezeption. Das reicht uns schon und wir machen unser typisches Early Bird Sightseeing. In Kingman sind wir nicht zum ersten Mal, also klappern wir nur ein paar Stellen ab, die es entweder 2019 noch nicht gab oder die wir nicht gesehen haben. Wir waren ja nur auf der Durchreise. Trotzdem empfehlen wir auf jeden Fall einen Besuch im Visitor Center im Historic Powerhouse. Die Ausstellung zur Route 66 ist, so finden wir, eine der sehenswertesten und die Zeit lohnt sich zu investieren. Das haben wir nämlich 2019 gemacht. Heute werden wir nochmal einen kleinen Abstecher machen. Unsere letzte Nacht in Arizona verbringen wir in Lake Havasu City. Wir wollen die London Bridge sehen. Was es damit auf sich hat, das erzählen wir euch später. Erstmal geht es in Kingman wieder auf die Route 66. Unser Zwischenstopp ist Oatman, ein uriges altes Goldgräberstädtchen. Klar, touristisch, aber die Menschen dort oben leben von und mit der Route 66 und ihrer Hauptattraktion, die nämlich besonderen Einwohner. Und denen wollen wir auf jeden Tag nochmal einen Besuch abstatten. Heute ist Samstag, es könnte also mal wieder ziemlich voll überall werden, aber die Strecke von knapp 90 Meilen gibt uns genug Zeit, den Tag ruhig angehen zu lassen. Happiness requires work every day. Bergschlängel. Ja, deswegen ja. Kurz hinter Kingman wird die Route 66 zum Oatman Highway. Eine der schönsten Abschnitte der Route 66 liegt vor uns, wie wir finden. Und diesmal fahren wir richtig rum, von Ost nach West. So gehört sich das. Ganz ehrlich, 2019 sind wir diesen Abschnitt schon mal gefahren. Aber eben von Oatman nach Kingman, also von West nach Ost, auf der Route 66. Also für uns hat sich das angefühlt, als wenn wir falsch rum eine Einbahnstraße fahren würden. Wir haben uns übrigens entschlossen, den kompletten Oatman Highway als Film reinzusetzen. Wer also Lust hat, der ist gerne eingeladen, fast ungekürzt die komplette Strecke von Kingman bis runter zum Colorado River mit uns zu fahren.
Unterwegs sind hier wieder viele Warnschilder angebracht. Die sind vom National Weather Service und warnen in besonders gefährdeten Gebieten davor, diese Straße weiterzufahren, wenn sie überflutet ist. Kann man sich bei diesem Wetter kaum vorstellen, aber die Regenfälle können wirklich heftig sein. Das haben wir ja in Oklahoma gesehen. Wenn man diese Schilder sieht, dann sollte man vorsichtig sein. Auch bei diesem tollen Wetter immer ein Auge auf die Umgebung haben. Hier in der Wüste können die Regenfälle wirklich reißende Flüsse bilden. Und für uns Europäer sind Straßen, auf dem Wasser steht, nichts Besonderes. Normalerweise. Bei uns zum Beispiel in den Städten läuft das Wasser auch relativ gut ab durch die Kanalisation. Aber die Wüste ist nicht kanalisiert. Und auch wenn es nur danach aussieht, dass ein wenig Wasser auf der Straße steht, fahrt hier nicht rein. Man kann nicht sehen, ob die Straße unter dem Wasser weggebrochen ist. Das passiert. Eine schnell fließende Flut kann bei einer Wassertiefe von 15 cm schon einem Menschen die Füße wegziehen, bei 30 cm werden die Autos weggespült und 60 cm Wassertiefe reichen aus, um einem LKW sprichwörtlich die Reifen unterm Hintern wegzuziehen. Man sollte das Ganze also nicht unterschätzen. Cool Springs ist eng mit der Geschichte der Route 66 verbunden. Ursprünglich in den 1920er Jahren erbaut, war es ein wichtiger Rastplatz für Reisende auf der legendären Straße. Das alte Tankstellengebäude wurde in den 60er Jahren geschlossen und verfiel, aber es wurde später liebevoll restauriert und wieder eröffnet. Man kann es sich kaum vorstellen, aber für den Film Universal Soldier wurde in den 90er Jahren das hier alles in die Luft gesprengt und dann wieder neu aufgebaut. Das restaurierte Tankstellengebäude beherbergt heute das Cool Springs Museum und natürlich einen Souvenirladen. Wir hatten hier 2019 übrigens ein tolles Erlebnis, so typisch amerikanisch, und es zeigt, wie warmherzig und freundlich die Menschen hier sind. Wir waren schon etwas spät dran, aber ein Halt musste mit meinen Eltern sein. Leider war Cool Springs wohl schon geschlossen, der Betreiber Crazy Ray und seine Frau waren gerade im Aufbruch. Sie sahen uns, stiegen aus ihrem Auto und öffneten den Laden extra nochmal für uns. Unfassbar, das wäre in Deutschland kaum zu erwarten. Leider konnten sie nicht lange bleiben, weil sie einen Termin hatten, aber sie luden uns ein, mit ein paar Route 66 Sodas so lange zu bleiben, wie wir wollten und die Aussicht zu genießen. Leider betreiben die beiden Cool Springs wohl nicht mehr, aber das kleine Museum wollten wir schon sehen. Es wurde gerade geöffnet, wir konnten auch rein, aber der Dame waren so frühe Besucher scheinbar nicht ganz so recht. Da machten wir uns lieber auf den Weg nach Oatman. Weiter über den Oatman Highway und den Sitgreaves Pass. Eigentlich eine schöne Panoramafahrt. Als Fahrer allerdings sollte man sich nicht ablenken lassen. Schmal, teils schwer einzusehen und Leitplanken, nur stellenweise. Ja, der Sitgreaves Pass ist nicht ohne, aber schön und der einzige Weg von dieser Seite hoch nach Oatman.
Leider werden immer wieder Esel durch rücksichtslose Auto- und Motorradfahrer verletzt. Nicht umsonst stehen Warnschilder am Straßenrand. Wer also durch die Berge fährt, sollte nicht rasen. Die Aussicht genießt sich viel besser bei langsamerem Tempo und man gefährdet keine Tiere, die hier ihren Lebensraum haben. Esel kennen keine Verkehrsregeln, die Menschen schon. In Oatman lebt ein ganz besonderer Esel. Walter ist ein Eselwaise, von seiner Mutter nicht angenommen und in der Wüste belassen. Man fand ihn erst ein paar Tage alt und das Ehepaar Brad und Kelly adoptierten ihn. Seitdem lebt er bei und mit ihnen, tobt mit den Hunden und es ist eine gute Seele durch und durch. Fotos von unserem zufälligen Fotostop bei Walter gibt es natürlich. Brad und Kelly waren nicht da, aber ein junger Mann war so freundlich und erlaubte uns, dem kleinen Esel, dessen Schicksal wir über die sozialen Medien verfolgen und der uns so ans Herz gewachsen ist, Hallo zu sagen und Fotos zu machen. Oatman wurde in den 1860er Jahren während des Goldrausches in Arizona gegründet. Die Stadt war ein blühendes Bergbaumcamp, das nach Olive Oatman benannt wurde, einem Mädchen, das von den Yavapai-Indianern entführt und später freigelassen wurde. Die Stadt erlebte ihren Höhepunkt während des Gold- und Silberbergbaus in der Region. Eine der Hauptattraktionen von Oatman sind die wilden Esel, die die Straße der Stadt bevölkern. Diese Esel sind Nachkommen der Arbeitsesel, die während der Bergbauzeit verwendet wurden. Sie wurden nicht vertrieben und die Menschen hier kümmern sich wirklich rührend darum, dass es den Tieren gut geht und sie trotzdem ihre Freiheit behalten können. Besucher übrigens können Futter für die Esel kaufen und sie füttern. Sie sind zutraulich, aber trotzdem sollte man nicht vergessen, dass es wild lebende Tiere sind. Oatman hat gut erhaltene historische Gebäude, darunter Restaurants, Souvenirläden und Bars, die den Wild-West-Charme der Stadt bewahren. Das Oatman Hotel, in dem Clark Gable und Carole Lombard in den 1930er Jahren ihre Hochzeitsnacht verbracht haben, ist ein besonders bekanntes historisches Gebäude. Das Zimmer ist noch im Original erhalten, rein kann man nicht, aber alles durch eine Scheibe von außen betrachten. 2019 haben wir hier schon alles Mögliche erkundet, deshalb bummeln wir einfach durch die Straße und genießen es, hier zu sein. Wir schaffen es sogar endlich, einen Gunfight zu erleben. Bisher haben wir es immer wieder erfolgreich verpasst, einen zu sehen. Eine kleine Westernshow von Laiendarstellern, die die im Anschluss gesammelten Spenden einem wohltätigen Zweck zuführen. Leider ist die Tonqualität wegen des starken Windes nicht so gut. Sorry for that. Die bleiben auch stehen, wie schlafen so. Kelly, you're blocking the road, Kelly. Also dieses Minenmuseum, wo wir drin... Nee, wir waren im Jail. Wir waren im Knast da. Der Wagen steht auch nicht mehr hier, wo dieser. Yeah, it's been years. It was pretty cool too. Da. Sag.
big shaft mining company. They give you the big shaft. No. Okay. No, I'm Zimmer gehabt. Ein Foto. Zweite Track. Ja. Aus- und anmachen und jedes Mal was. Mit der wissen, ob man einmal drauf laufen. Ich kann mal gleich irgendwo reingucken. Du kannst auf die Straße laufen. Also ich wollte gleich den Vater an meine Mutter an. Es wird schon zu spät. Ja. Deswegen. Ich muss da hoch mal laufen und wieder zurück. Hast du noch einen welchen Plan? Hier. Ja, deswegen weiß ich es nicht. Unbedingt heute ist ja nur scheißegal, oder? Überall die Ohren. Das ist unser rotes Musikschild. Ja. Das ist doch das. Ja. Ich glaube, das komponiert jetzt schon aus, ne? Ich habe das hier verfeinert. Also. Ja, muss der Stinker weitergehen. Hallo. Da war ein schöner Kaktus. Ja, der ist schon. Ja. Ja, ich suche halt immer noch einen Kaktus mit dem Violin. Das ist für Krieg. Ja. Frankreich. Da muss der Personal draufstehen eigentlich, ne? Wells Fargo Bank. Yeah, the bunch of $20,000 in the vault there. We'll get figured out. Now, wait a minute. You never robbed a bank before. It's all the state coaches and trainers. Shouldn't be a problem. It's standing still. We don't have to take them. Can't be that hard, huh? Right. What's the plan? I'm gonna watch the people. Durch den Windbescheid zu verstehen, ne? Come on, Yeah, I said I never robbed a bank before. I haven't either. Get your chair. I have that chair. Now that we go, I'm going to Mexico. You go to Mexico, but that gold's not going with it. You know, you're lucky that time. You don't move. I'll get you this time. Before somebody gets hurt. Look what you did to my knee. I don't want to look. Let's do this fair. What is considered fair when you just rob a bank? We should do it fair. Tell you what, I'll count to 3, and on 3, I'll shoot you. That's fair. How come I can't count to 3? Because you can't count to 3. I feel what
On three. 1, 2, 4, 5, wait. I knew you couldn't count. What happened to Drew? Drew! Und als wir uns wieder auf den Weg machen, erfahren wir selbst, warum man so auf der Hut sein muss. Okay, die Tiere sind Menschen gewöhnt, sie sind neugierig und wollen natürlich betteln, aber bitte nicht füttern. Die wilden Esel vertragen unser Essen nicht und auch wenn es noch so schwer fällt, ihnen nichts zu geben, hilft ihnen. Ach du Scheiße, da kommen wir gleich gar nicht durch. Ach, je. Hast du mir gerade gesagt? Da fährt einer an uns vorbei. Keine Kuhherde. Die Ohren, wie geil. Anhalter. Na, ihr lebt ein glückliches Leben. Schön aufpassen. Da kommt der Nächste. Pass auf, fall nicht über die Füße. Eieiei, komm mal her. Jetzt geht mal schön rüber, wenn wir vorbeikommen. Das ist denen das vorbei. Kommen die Nächsten. Sind da rechts noch welche bei dir? Nein. Alle jetzt hier auf der linken Seite. Kannst auch fahren, da kommt noch keiner von hinten. Und nach dem netten Abschied aus Oatman sind wir wieder on the road. Weiter auf dem Oatman Highway bzw. der Route 66. Anytime, any place, you stand beside me and wait. I sing hallelujah. I bring my burden again to my Father and my friend. I sing hallelujah. Anytime, any place, you stand beside me and wait. I sing hallelujah. I bring my burden again
Unser nächster Stop ist Topog 66. Nicht nur, weil es dort wieder einen Stempel gibt, langsam wird es Zeit für einen kleinen Lunch. Topog 66 ist eine Bar und ein Restaurant direkt am Colorado River mit Blick nach Kalifornien. Ja, der Colorado trennt hier nämlich Arizona und Kalifornien, unser letzter Bundesstaat auf dieser Reise. Aber heute schauen wir nur rüber, wir bleiben ja noch in Arizona. Wir haben gut gegessen, den kühlen Schatten genossen und uns geärgert, weil wir unsere Badesachen irgendwo im Koffer hatten und so nicht ins kühle Nass springen konnten. Es war zwar recht voll, klar bei der Hitze und dann auch noch Wochenende, aber das hätte uns echt gut getan. Vor allem, weil da noch eine Liveband auftrat und für richtig gute Stimmung gesorgt hat. Am und im Pool. Aber wir mussten irgendwann auch mal weiter. Dass wir keine Aufnahmen von fremden Menschen und Kindern in Badesachen zeigen, versteht sich hoffentlich von selbst. Deshalb haben wir auch nur ein paar Fotos zur Erinnerung gemacht. Von Topog bis Lake Havasu City ist es nicht mehr weit, knapp was um die 30 Meilen und recht unspektakulär. Aber warum wollen wir eigentlich dorthin? Die Stadt erstreckt sich entlang des Colorado River und ist bekannt für den künstlichen See, den Lake Havasu, der durch den Bau des Parker Dams am Colorado River entstanden ist. Der See erstreckt sich über etwa 45 Kilometer. Ebenfalls berühmt ist Lake Havasu City auch für die London Bridge, die in den 1960er Jahren von London nach Arizona verlegt wurde und nun ein Wahrzeichen der Stadt ist. Wir hatten ein ganz einfaches Motel gewählt. Lake Havasu ist gerade am Wochenende nicht zum Schnäppchenpreis zu haben, zumindest im Sommer. Aber für uns war es der pure Luxus. Der Pool war super temperiert und im Whirlpool haben wir uns mit einer mexikanischen Familie total verquatscht. Super entspannt und vor allem erfrischt konnten wir zur London Bridge aufbrechen. Take it easy, day by day, oh that's what we do, watching people all stressed out, running. Die London Bridge wurde ursprünglich im 19. Jahrhundert in London erbaut. Sie überspannte die Themse und diente als eine der bekanntesten Brücken der Stadt. In den 1960er Jahren wurde die London Bridge aufgrund von Verkehrsanforderungen und ihrem Zustand für den Verkehr in London als unzureichend befunden. Sir Peter M. Studd, der Vorsitzende von Lake Havasu City, kaufte die Brücke im Jahr 1968 für 2,5 Millionen US-Dollar. Die Brücke wurde sorgfältig demontiert, nummeriert und in Einzelteilen von London nach Lake Havasu City transportiert. Dort wurde sie am Lake Havasu River Channel wieder aufgebaut und 1971 offiziell eröffnet. Die London Bridge ist heute einer der bekanntesten Wahrzeichen von Lake Havasu City und ein echter Touristenmagnet. Sie erstreckt sich über den Lake Havasu und kann von Fußgängern und Fahrzeugen überquert werden. Wir bummeln am Ufer des Colorado entlang, bestaunen die Brücke mit ihrer einzigartigen Geschichte und laufen natürlich auch einmal drüber. Ein toller Ausblick auf einen wunderschönen Sonnenuntergang, das hat sich schon mal gelohnt. Aber ansonsten ist der Spaziergang durch den Verkehr laut und so gar nicht romantisch. Unterhalten ist da kaum möglich.
till it happens. Ain't a thing you see coming a mile away. But suddenly lightning somehow got into the bottle. Now you need to move fast to make it stay. You should hurry to love him now. You should hurry to love him now. It ain't a perfect world, we all wish it were. So girl, you can hesitate, or you should hurry to love him now, or be too late. It's gonna get better, it's gonna get worse. One day is a blessing, the next is a curse. But that's how it is, that's how love's supposed to feel. Like God and the devil has struck a deal. You should hurry to love him now. Oh, you should hurry to love him now. It ain't a perfect world, we all wish it were. So girl, you can hesitate, or you should hurry to love him now, or be too late. You should hurry to love him now, or you should hurry to love him now. It ain't a perfect world, we all wish it were. So girl, you can hesitate, or you should hurry to love him now, or you should hurry to love him now, or be too late. Unsere letzte Nacht in Arizona, aber abseits der Route 66. Dafür fast an der Grenze zu Kalifornien. Morgen geht es auf die vorletzte Etappe und in den letzten Bundesstaat. Unglaublich, wie schnell die Zeit vergangen ist. Aber dazu mehr in Episode 27. Neugierig geworden? Abonniere unseren Kanal und verpasse keinen Tag von der Reise unseres Lebens. Route 66, the trip of a lifetime. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass noch einen Daumen da. See you next week!